Tagen, sehr geehrte Vorsitzende. Der Hintergrund dieser Arbeit ist die noch immer unzureichende Datenlage in Bezug auf eine objektivere Evaluation der Krankheitsschwere von Patienten mit einer zervikalen Myelopathie mit bisherigen diagnostischen Möglichkeiten, wie beispielsweise der konventionellen Elektrophysiologie, sodass auch immer mehr andere Methoden eine größere Rolle spielen. Dieses Potenzial zeigte beispielsweise die Messung mittels navigierter transkranieller Magnetstimulation, kurz NTMS, deren Möglichkeiten bereits Dunschek et al. Im Jahr 2017 aufzeigte. Aufgrund dieser Ergebnisse wurde eine prospektive multizentrische Studie konzipiert mit dem Ziel, die Rolle von NTMS bei Patienten mit einer zervikalen Myelopathie im Hinblick auf die diagnostischen sowie prognostischen Möglichkeiten zu evaluieren, um eine bessere Einschätzung der Krankheitsschwere sowie des Verlaufs zu ermöglichen. Die sich daraus ergebenden Studienziele sind der Einsatz von NTMS bei Patienten mit einer zervikalen Myelopathie als sensitivere Messmethode gegenüber der konventionellen Elektrophysiologie, um eine möglichst frühe Einschätzung der Krankheitsschwere zu erlauben, sowie um bereits eingetretene funktionelle Beeinträchtigungen zu objektivieren. Die hier dargestellten Ergebnisse sind alle Teil der bereits erwähnten CREAMY-Studie, einer prospektiven multizentrischen Studie mit insgesamt 4 Studienstandorten in Deutschland sowie der Schweiz und insgesamt 120 eingeschlossenen Patienten. Alle Patienten erhielten eine Messung mittels NTMS zur Einschätzung der kortikospinalen Erregbarkeit, welche die Messung des Resting Motor Thresholds, kurz RMT, der Motor Area, der Cortical Silent Period sowie der Recruitment Curve beinhaltete. Dazu gleich noch mehr. Die klinische Einschätzung wurde anhand des JOA-Scores sowie des DASH-Fragebogens vorgenommen. Und zudem erhielten 69 der Patienten eine präoperative Messung mittels konventioneller Elektrophysiologie, sprich motorisch bzw. sensorisch evozierte Potenziale. Und kommen wir noch kurz zu den NTMS-Parametern und deren Bedeutung. Bei jedem Patienten wurde zunächst der RMT bestimmt, welcher die kortikale Erregbarkeit widerspiegelt, und der kortikale Punkt mit der größten Erregbarkeit für einen Muskel ist und der Schwellenwert, bei dem mindestens die Hälfte der gegebenen Stimuli positiv durch das EMG beantwortet werden. Weiterhin wurde die Motor Area bestimmt, welche das maximale erregbare kortikale Areal für einen Muskel ist. Zudem wurde auch die Recruitment Curve ermittelt, welche das Verhältnis von gegebener Reizintensität zur Höhe der EMG-Antwort widerspiegelt, sowie als vierter Parameter zur Einschätzung der kortikospinalen Inhibition die Cortical Silent Period, bei der es zu einer EMG-Reduktion ausgelöst durch einen NTMS-Puls während einer tonischen Muskelkontraktion kommt. Alle genannten Parameter wurden zunächst präoperativ erhoben. Zudem erfolgte die Einteilung der Patienten nach der konventionellen Einteilung anhand des JOA-Scores in 3 klinische Gruppen. Zu einem bei einem JOA von unter 12 mit einer schweren, bei einem JOA von 12 bis 15 mit einer moderaten sowie bei über 15 Punkten mit einer milden Symptomatik. Kommen wir zu den Ergebnissen. Dargestellt sehen Sie zunächst die Ergebnisse der konventionellen Elektrophysiologie. Dabei sind in den Graphen die anteilig pathologischen Ergebnisse dargestellt, in dunkelblau jeweils die SSEPs und in hellblau die MEPs und jeweils für die einzelnen 3 Gruppen. Wobei hier eine Messung als pathologisch gewertet wurde, wenn mindestens eine der gemessenen Ableitungen nicht physiologische Werte aufwies. Unten stehend sehen Sie die insgesamten pathologischen Ergebnisse der einzelnen 3 Gruppen, wobei hier eine Messung als pathologisch gewertet wurde, wenn mindestens eine der Ableitungen der entweder SSEPs oder MEPs nicht physiologische Werte aufwies. Besonders auffällig ist dabei die diagnostische Lücke im Bereich der Patienten mit einer schweren bzw. moderaten Symptomatik, wozu 76,5 bzw. 67,5% der Patienten pathologische Werte zeigten. Was jedoch im Umkehrschluss bedeutet, dass in diesen Gruppen zu 23,5 bzw. 32,5% der Patienten, also ungefähr 1/3, jegliche gemessene konventionelle Elektrophysiologie unauffällig war, was im Widerspruch zu der bereits ausgeprägten Symptomatik steht.
Kommen wir als nächstes zu den Ergebnissen der NTMS-Messung, deren Parameter Abweichungen zeigten. Dargestellt sind hier die Mittelwerte des RMTs, der Recruitment Curve sowie der Area, jeweils auf der Y-Achse und wieder für die einzelnen drei Gruppen auf der X-Achse. Dabei zeigte sich der RMT in der klinisch schlechtesten Gruppe signifikant höher sowie die Motor Area signifikant niedriger im Vergleich zu beiden anderen Gruppen sowie die Recruitment Curve signifikant niedriger in der gleichen Gruppe im Vergleich zur klinisch besten Gruppe. Dies zeigt eine stärkere Einschränkung der kortikospinalen Erregbarkeit bei den Patienten mit einer schwereren Symptomatik. Um die Bedeutung der Ergebnisse zu verdeutlichen, möchte ich zum Abschluss noch ein Fallbeispiel präsentieren. Eine Patientin mit einer zervikalen Myelopathie, welche sensorische sowie motorische Defizite der oberen Extremitäten zeigte, sowie eine Gangunsicherheit, woraus sich ein JOA von 11 ergab und womit sie zur klinisch schlechtesten Gruppe zählte. Rechts sehen Sie ihr MRT dargestellt. Die gemessene konventionelle Elektrophysiologie zeigte sich bei der Patientin unauffällig, wohingegen die Messung mittels NTMS deutliche Abweichungen zeigte. So war der RMT mit 55% erhöht und die Cortical Silent Period mit 190 Millisekunden verlängert. Auch dies zeigt die bereits eingetretene Einschränkung der kortikospinalen Erregbarkeit und passt auch zu der klinischen Symptomatik der Patientin. Zusammenfassend zeigt die Messung mittels NTMS bei Patienten mit einer zervikalen Myelopathie ihr diagnostisches Potenzial, indem sie in Zukunft als sensitivere Messmethode gegenüber der konventionellen Elektrophysiologie genutzt werden könnte, um klinisch relevante und funktionelle Beeinträchtigungen möglichst frühzeitig aufzuzeigen und so die diagnostische Lücke zu schließen. Zudem könnte das Outcome der Patienten positiv beeinflusst werden, indem geeignete Therapiestrategien frühzeitig angeboten werden können, noch bevor die kortikospinale Reserve erschöpft ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für den Vortrag. Gibt es Fragen? Ja. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum es diese diagnostische Lücke gibt, warum die SSEP und MEP bei den schweren oder hohen MJOR-Raten so schlecht liefern? Ja, das ist die Frage. Also nicht ganz. Was man natürlich sagen muss, also prinzipiell waren die Gruppen, welche die konventionelle Elektrophysiologie bekommen haben und die NTMS-Gruppen vergleichbar. Aber anteilig haben bei der Gruppe mit der schlechtesten Symptomatik auch viele keine konventionelle Elektrophysiologie bekommen. Zumal bei den eher eindeutigeren Fällen. Trotzdem ist ja immer noch die Auffälligkeit, dass wenn eine ausgeprägte Symptomatik da ist, dass es immer noch viele Fälle gibt, wo die konventionelle Elektrophysiologie, wo sie gemessen wurde, unauffällig war. Aber warum das genau ist eine interessante Frage, aber haben wir uns im Rahmen mit dem nicht beschäftigt. Ich habe eine Frage, weil so eine Agility-Frage im Auditorium, da muss ich jetzt nicht stellen. Ja. Rainer. Wie häufig haben Sie das denn festgestellt, dass das NTMS auch nicht auffällig war bei einem Patienten oder war das gar nie der Fall, der eine relative oder eine mittlere Symptomatik oder stark ausgeprägte Symptomatik hatte? Doch auch da zeigen sich Abweichungen, aber der größte Sprung kommt sozusagen in der Gruppe mit der klinisch schlechtesten Symptomatik. Die Werte sind jetzt diese Werte waren jetzt auch, also die Statistik wurde für beide getrennt gemacht, aber der nächste Schritt ist jetzt, dass die beiden Gruppen natürlich auch verglichen werden, sozusagen. Ja. Ja, eine Methodik, also vielleicht ist ja, oder könnte das eine Erklärung sein? In der Methodik ist es ja so, dass Sie für die NTMS individualisierte Stimulationsparameter ermittelt haben. Ja? Also auf die Person bezogen und in der elektrophysiologischen Gruppe, so wie ich das verstehe, haben sie sich an Standardwerten orientiert. Das ist natürlich eine Riesendiskrepanz, weil sie dann einmal das individuelle Ergebnis mit dem standardisierten Ergebnis über die gesamte Bevölkerungsgruppe vergleichen. Ist das eine Erklärung, warum die Ergebnisse vielleicht weniger sensitiv sind? Das könnte eine gute Erklärung sein, über die wir auch schon mal gesprochen hatten, aber genau, ja.
Trotzdem zeigen sich eben die Abweichungen und es geht ja sozusagen auch nicht nur darum, die Methode abzulösen, sondern sozusagen neue Parameter einzuführen, die sozusagen den gesamten Prozess der Diagnostik zu verbessern. Genauso wird ja auch noch eine Bildgebung gemacht, die haben wir uns im Rahmen der gesamten Studie auch angeschaut und ausgewertet, die da auch das alles mit einfließt. Haben Sie vielleicht mal einen Versuch gemacht, auch bei der klassischen Elektrophysiologie irgendwie individualisierte Stimulationsparameter oder Ableitparameter zu nutzen? Das könnte man ja auch, Konstrukte sich dafür entwickeln. Nein, das haben wir nicht gemacht, weil also die Studie lief sozusagen für die NTMS-Messung und in diesem Fall haben wir uns die konventionelle Elektrophysiologie retrospektiv noch mit angeschaut. Deswegen war sie sozusagen nicht Teil primär dieser Studie. Genau. Aber ist ein sehr interessanter Punkt. Ja.